Gebet einer gesegneten Mutter an den heiligen Bruder Ignatius. Heiliger Bruder Ignatius, du bist auf deinen Almosensammlungen so vieler Not und großen Sorgen begegnet. Immer hast du getröstet und geholfen, Schmerzen hast du gestillt, Tränen getrocknet, in bangende Herzen den Sonnenstrahl reiner Freude gesenkt und in deinem Leben ungezählte Wunder gewirkt. Den Kindern warst du treuer Schutzengel, den Trauernden starker Tröster, den Sündern kluger Mahner, den Kranken wundertätiger Helfer. Besonders hast du mit deiner verstehenden Liebe und großen Wunderkraft gesegnete und bangende Mütter beglückt. Heiliger Gottesfreund, ich komme mit unbegrenztem Vertrauen zu dir und lege in deine verklärten Wunderhände meine Sorge und mein Bangen um das werdende Kind. So vielen Müttern hast du einstens wunderbar geholfen, heute vermagst du am Herzen Gottes noch viel mehr. Ich empfehle dir mein Kind, mit dem ich mich der heilige Schöpfer Gott gesegnet hat. Beschütze, segne und erhalte unter meinem Herzen mein Kind, damit es wohlbehalten und glücklich zum Leben geboren und in der heiligen Taufe zum Gotteskind begnadigt werde. Heiliger großer Helfer, Bruder Ignatius, beschütze, segne und erhalte mich und mein werdendes Kind. Amen. Gebet um die Gnade eines Kindes. Göttlicher Heiland, deine jungfräuliche Mutter Maria durfte aus ihrem reinen Herzblute und der Mitwirkung des Heiligen Geistes deinen gottmenschlichen Leib bilden, uns den Erlöser schenken und so die Würde jeder Mutter verklären. Ich bitte demütig und vertrauensvoll auf die mächtige Fürbitte des heiligen Bruders Ignatius um die Gnade eines Kindes. So innig hat er deine reinste Mutter geliebt und auf ihre Fürbitte vielen einsamen und flehenden Frauen geholfen. Gerne will ich mich opfern für das Kind und es dankbar für das Reich Gottes erziehen. Heiliger Bruder Ignatius, erflehe mir durch dein mächtig fürbittendes Gebet bei der heiligsten Gottesmutter ein liebes Kind. Amen. Gebet in allen Anliegen. Heiliger Bruder Ignatius, du hast auf Erden in treuer Heilands- und Franziskus-Nachfolge das Kreuz heldenhaft getragen und in eifrigem Beten und stillem Opfern, in verborgener Buße und immerwährender Menschenliebe Gottes Reich und Ehre ausgebreitet. Nun hat dich der liebe Gott für deine Liebe und Treue mit himmlischer Herrlichkeit belohnt. In meinen Anliegen flehe ich um deine mächtige Fürbitte. Du konntest im Leben nicht anders als helfen und trösten, so viele notleidende, arme und kranke, besonders aber besorgte Mütter durften deine Hilfe erfahren. In seliger Anschauung Gottes vermagst du heute noch viel mehr. Ich lege darum in unbegrenztem Vertrauen meine Anliegen in deine segnenden Wunderhände. So hilf auch mir und führe mich durch Freud und Leid zu dem, der unendliche Weisheit und Liebe ist. Amen. Einige Notizen zum Leben dieses großen Heiligen. Er wurde im kleinen Städtchen Laconi am 17. Dezember 1701 geboren und am folgenden Tag auf den Namen Vinzenz getauft. Er war das zweite von 9 Kindern. Vor seiner Geburt musste die Mutter qualvolle Stunden durchleiden. Ihre Schmerzen wurden sofort gemildert, als sie das Kind Gott und dem heiligen Franziskus von Assisi weihte. Der Knabe lebte wirklich wie ein Gottgeweihter. War Vinzenz nicht auf dem Spielplatz zu finden, musste man ihn sicher in der Kirche suchen. Die Kirche ist mein Vaterhaus, sagte er jeweilen. Am Abend goss er gerne Essig in die Suppe mit der Begründung,
Der Heiland am Kreuz hatte auch Essig zu trinken bekommen. Wenn Mütter ihre Kinder zurechtweisen mussten, sagten sie nur, du bist gar nicht wie der kleine Vinzenz. Und bald war der kindliche Eigensinn überwunden. Zum Jüngling herangewachsen wurde er monatelang von einer schweren Krankheit hin und her gerissen. Vinzenz machte das Gelübde, wenn ich wieder gesund werde, trete ich bei den Kapuzinern ein. Die Fieber verließen ihn, er wurde wieder ganz gesund. Die Einlösung des Versprechens verschob er auf spätere Tage. Ein zweites Mal rief Gottes Gnade hoch zu Ross, kehrte er eines Tages von der Feldarbeit zurück. Da plötzlich bäumt sich das Pferd hoch auf und im Galopp saust es mit ihm davon. Keine Kraft kann es zähmen. Sie nahen sich einem Abgrund. Blitzartig erneuert Vinzenz sein Versprechen und siehe da, das Pferd hält an, von unsichtbarer Hand gemeistert. So nimmt er den Abschied von daheim, geht nach Cagliari und wird Kapuziner. Aus Vinzenz wird ein Bruder Ignatius. Am 10. November 1722 weihte er sich in der heiligen Profess für immer den lieben Gott. Das Wanderleben des Kapuziners führte den jungen Ordensmann in verschiedene Klöster der Insel Sardinien. 40 Jahre mochte Bruder Ignatius zählen, da wurde ihm der Bettelsack über die Schulter gelegt und der Gabelstock in die Hand gedrückt. Er wurde Almosensammler in der Stadt Cagliari. Seine Oberen hatten gesehen, Bruder Ignatius führt ein tiefes, reiches Innenleben. Dieser Ordensmann ist wie geschaffen für das Amt eines Sammelbruders. Mitten in der Welt muss er stehen und doch darf er den Geist des Gebetes und der Andacht nicht auslöschen, muss ein ganzer Ordensmann bleiben. 37 Jahre lang, Tag für Tag, wanderte Ignatius durch die Gassen und Straßen der Stadt, sammelte Almosen für seine Mitbrüder im Kloster, für die Armen, die an der Klosterpforte kamen, und für jene, die verschämt und heimlich in besseren Häusern der Stadt ihn darum baten. Bruder Ignatius war der Freund der Kinder, ging er über die Straße, riefen sie aus Leibeskräften, Il Padre Santo, der heilige Pater, eilten herbei, küssten seine Hand, zupften seinen Mantel, durchstöberten seine Kutte, bestürmten ihn mit 1000 Fragen. Der Bruder lächelte selig und zufrieden, schenkte ein Bildchen oder zog aus seinem Wunderärmel trockene Feigen, harte Eier, Äpfel und Birnen, ein Stücklein frisches Brot. Ignatius aber gab den Kindern noch mehr. Er nutzte solche Gelegenheiten aus, um die Kinder für Gott zu gewinnen, ein gutes Samenkorn, eine heilsame Ermahnung in das empfängliche Herz der Jugend zu streuen. Viele kranke Kinder durfte der Heilige durch ein Wunder gesund machen, ja sogar tote Kinder durfte er zum Leben auferwecken. Begreiflich, dass die Mütter mit ihren kranken Kindern, mit ihren anderen Sorgen und Anliegen zu diesem Wundertäter kamen. Und Bruder Ignatius half gerne. Mit heiliger Ehrfurcht begegnete er einer jeden Frau, vor allem aber der gesegneten Frau. Seine eigene Mutter hatte vor seiner Geburt schwer um ihn gelitten. Einer gesegneten Mutter konnte er darum keine Bitte verweigern, wenn es galt, den Fluch der Sünde zu erleichtern. Einige merkwürdige Tatsachen werden zeigen, wie gesegnete Mütter die wunderbare Hilfe des Heiligen erfahren durften. So kam, dass die Mütter anfingen, Bruder Ignatius als mächtigen Fürbitter und Helfer bei Schwangerschaft und Geburt zu verehren. Das große Vertrauen zu ihm ist tatsächlich in vielen Fällen auffallend schön belohnt worden. Auch darüber soll in diesem Heftchen berichtet werden. Bruder Ignatius starb am 11. Mai 1781. Papst Pius XII. Hat ihn am 16. Juni 1940 selig gesprochen. 11 Jahre später, am 21. Oktober 1951, wurde Bruder Ignatius die höchste kirchliche Ehre zuteil. Papst Pius XII. Schrieb seinen Namen in das Verzeichnis der Heiligen und bestimmte, dass sein Fest von der gesamten Kirche alljährlich am 11. Mai gefeiert werden soll. Das ist ja gerade hier, nicht so lang gewesen. Ich hatte das gesehen. Ich hatte keine da.